Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Durch die Sailor Moon Cosmos Filme durften wir jetzt endlich mal das Ende des Mangas in animierter Form sehen. Das fand ich sehr toll. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass ein paar Leute etwas verwirrt davon waren, denn es ist schon ziemlich viel Info und gar nicht so einfach zu verstehen. Ich musste mir die letzten Kapitel auch mehrmals durchlesen. Deshalb dachte ich mir, es wäre vielleicht hilfreich, wenn ich das Ganze mal erkläre und auch interpretiere, zumindest so wie ich das alles verstehe. Manche Sachen sind nun mal etwas unklar. Es gibt übrigens mehrere Podcasts, in denen wir alles im Detail durchgehen und noch mehr darüber philosophieren. Aber für alle, die die Kurzform haben wollen, die kommt jetzt. Es gilt natürlich Spoilerwarnung für das Ende des Mangas und des letzten Films. Also, im zweiten Teil begibt sich Sailor Moon mit den Starlights, Kakyu und Chibi Chibi auf die Reise zum Zentrum der Galaxie, wo sich Galaxias Basis befindet. Sie hofft, die Sailor Crystals ihrer toten Freunde zurückholen zu können, denn dann könnten sie vielleicht wiederbelebt werden. Auf dem Weg treffen sie auf weitere Shadow Galactica-Mitglieder, da gehe ich jetzt mal nicht so genau drauf ein. Jedenfalls überleben die Sailor Starlights und Princess Kakyu die Reise nicht und werden auch getötet. Allerdings kommen Chibi-Moon und das Sailor-Quartett aus der Zukunft zu Hilfe. Endlich am Palast von Galaxia angekommen, wartet eine böse Überraschung. Alle Sailor Senshi unseres Sonnensystems und Tuxedo Mask leben wieder, aber sind jetzt böse. Denn solange Galaxia deren Kristalle hat, kann sie wiederbeleben und vernichten, wie sie gerade Bock hat. Und auch mit den Armreifen ihre Persönlichkeit kontrollieren. Erst will Moon nicht gegen ihre Freunde kämpfen, aber schweren Herzens tut sie es dann doch und vernichtet sie alle. Außer Tuxedo Mask, der stand weiter weg. Das Sailor-Quartett wird vorerst ausgenockt, weil sie eine Attacke abgefangen haben. Im Palast wartet schon Galaxia, die sich jetzt einen Kampf mit Sailor Moon liefert. Da prallen zwei verschiedene Weltanschauungen aufeinander. Galaxia und Sailor Moon gehören ja beide zu den mächtigsten Sailor-Kriegerinnen, aber sie gehen ganz anders mit dieser Macht um. Galaxia glaubt, man könne sich nur auf die eigene Stärke verlassen und Freundschaften seien total unnütz. Sie versteht nicht, dass Freundschaft und Liebe genau das ist, was Sailor Moon stark macht. Für sie sind Sailor-Kriegerinnen nur für Kampf und Zerstörung da, aber für Moon stehen sie für Schutz und Frieden. Dieses ganze Ding, wofür Sailor Senshi stehen und was wichtig ist, war auch schon vorher immer mal wieder ein Thema in den Filmen. Zum Beispiel wollte Lethe ihr einreden, dass Erinnerungen nicht wichtig sind und auch, dass Sailor Moon schuld ist, dass es diese Kämpfe gibt, weil sie ja das primäre Ziel von Galaxia ist. Aber Moon erkennt immer mehr, dass das nicht stimmt. Selbst wenn sie jetzt sterben würde, würde der Kampf nicht enden. Aber zurück zu Galaxia. Sie lockt nun Sailor Moon hinaus zum Galaxy Cauldron, dem Ort, an dem alles Leben entsteht. Daher kommen die Starseeds und Sailor Crystals. Sie wirft all die gesammelten Kristalle in den Cauldron, was, normalerweise, bedeutet, dass diese jetzt unwiederbringlich aufgelöst wurden. Auch Mamoru wirft sie hinterher, woraufhin sich Chibiusa auflöst. Denn wenn ihr Vater jetzt endgültig tot ist, kann sie nie geboren werden. Daraufhin hat Sailor Moon verständlicherweise einen Ausraster. Schließlich wurde ihr gerade ihre letzte Hoffnung, ihre Freunde zurückzuholen, genommen. Sie fragt sich, wofür sie überhaupt noch kämpft. Im Kessel befindet sich übrigens auch das Chaos. Galaxia wollte die ganze Zeit, dass Moon hierher kommt und ihre ganze Kraft freisetzt, um es zu vernichten. Deshalb hat sie überhaupt erst die Kristalle ihrer Freunde gestohlen und sie immer weiter aufgestachelt und psychisch fertig gemacht, denn sie wollte Sailor Moons Hass schüren. Aber, wie wir wissen, kämpft diese nicht aus Hass. Galaxias Ziel ist es, einen Stern zu finden, der ihrer würdig ist. Denn eine gewöhnliche Sailor-Kriegerin zu sein, reicht ihr nicht, sie will die mächtigste von allen sein. Ihr eigener Planet sowie sämtliche anderen Planeten waren für sie nur Abschaum. Im Manga glaubt sie, der Cauldron sei der Stern, den sie sucht, im Kosmos scheint es die Erde zu sein. Allerdings geht Galaxias Plan schief, wer hätte es gedacht, denn das Chaos wendet sich gegen sie und versucht sie umzubringen. Moon kann sie aber noch festhalten und beschützen. Also ja, trotz allem, was Galaxia getan hat, will Moon ihr immer noch helfen. Sie will nicht noch mehr Kameraden verlieren und sie hat in Galaxia die gleiche Einsamkeit gesehen wie in sich selbst. Reden wir mal kurz darüber, was das Chaos eigentlich ist. Es ist eine Urmacht, aus der alles Böse entsteht. Moon erfährt jetzt, dass auch alle Hauptbösewichte, die sie bisher bekämpft hat, Teile oder Inkarnationen des Chaos waren, nämlich Metalia, Death Phantom, Pharao 90 und Nehelenia, die sogenannten dunklen Sterne. Zum Thema Darkstars habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht, falls euch das interessiert. Jedenfalls gibt es hier eine Gegenüberstellung der Mächte Chaos und Kosmos. Da haben wir auf der einen Seite Chaos mit den Bösewichten, die für Unordnung, Dunkelheit und Hass stehen, und auf der Kosmos-Seite die Sailor-Kriegerinnen, die für Ordnung, Licht und Liebe stehen. Diese beiden Mächte kämpfen seit Anbeginn der Zeit gegeneinander.
Zurück zur Handlung. Galaxia und Moon sind jetzt ziemlich hoffnungslos. Da sagt Chibi Chibi, dass Sailor Moon jetzt den Cauldron mitsamt dem Chaos zerstören soll. Denn wenn sie es nicht tut, würde sie es eines Tages bereuen und die Kämpfe würden nie enden. Allerdings würde das auch bedeuten, dass dann keine Sterne mehr geboren werden und dass es irgendwann gar nichts mehr in der Galaxie gibt. Aber das würde Chibi Chibi in Kauf nehmen, wenn damit das Leid für immer beendet ist. Galaxia sagt aber, dass man den Cauldron nicht endgültig vernichten kann. Irgendwo würde wahrscheinlich ein neuer entstehen. Und Moon erkennt jetzt, dass alles zum Universum gehört. Licht und Dunkelheit, Kämpfe und Hoffnung, Freude und Traurigkeit, all diese Gegensätze. Denn ohne das eine kann das andere nicht existieren. Und so ist es auch mit Chaos und Kosmos. Trotz allem hat Moon immer noch Hoffnung für die Zukunft. Galaxia ist beeindruckt und merkt nun, dass Sailor Moon eigentlich der Stern war, nach dem sie sich gesehnt hat, aber dass er zu hell strahlt und unerreichbar ist. Und dann stirbt sie. Vermutlich, weil sie ihren Lebenswillen verloren hat. Ich denke, sie hat erkannt, dass sie falsch lag und dass Freundlichkeit und Hoffnung vielleicht doch der Schlüssel zum Erfolg sind. Und auch Chibi Chibi ist gerührt von Moons Worten und verwandelt sich in ihre wahre Gestalt, Sailor Cosmos. Zu ihr kommen wir gleich noch. Sailor Moon fasst jetzt einen Entschluss. Sie will in den Cauldron springen und das Chaos einhüllen, es quasi in die Arme schließen. Das ist im Grunde sogar das, was Chaos will, denn es will, dass alles wieder eins wird, so wie es vor dem Urknall war. Und Moon erkennt, dass alle Lebewesen im Grunde danach streben, diesen Urzustand wiederherzustellen. Alle sind einsame Sterne, die eins werden wollen. Deshalb will sie immer bei ihren Freunden sein, und deshalb wurden auch die Bösewichte von ihr angezogen. Licht zieht die Dunkelheit an und umgekehrt. Und ich sag mal, da Sailor Moon das stärkste Licht der Galaxie ist, hat sie auch immer die stärksten Feinde angezogen. Also, sie springt in den Cauldron und ruft die Sailor Crystals der ganzen Galaxie. Diese vereinigen sich und bündeln ihre Kraft, woraufhin Sailor Moon eine letzte mächtige Attacke ausführen kann. Dabei löst sie sich aber auch selbst auf, zumindest vorerst. Ich greife jetzt einfach mal vor. Durch die Vereinigung aller Sailor Crystals entstand die Lambda-Power des Cosmos Crystals. Diese hat den vorherigen Zustand der Galaxie wiederhergestellt und alle wiederbelebt. Darunter natürlich auch Usagi und Co., aber wir können davon ausgehen, dass es so ziemlich alle betrifft, die tot waren. Die ganzen Crystals fliegen wieder zu ihrem Planeten zurück. Das Chaos wurde nicht komplett besiegt, was ja auch gar nicht geht. Aber es ist zurzeit so klein, dass es wohl erstmal eine Weile brauchen wird, bis es wieder eine Bedrohung ist. Okay, reden wir noch mal kurz darüber, was meiner Auffassung nach im Cauldron passiert ist. Sailor Moon hat eine Megakraft abgefeuert und damit Chaos stark geschwächt. Aber es war eben auf eine andere Art, als Chibi Chibi es eigentlich wollte. Moon wollte den Cauldron nicht vernichten. Und ihr war bewusst, dass sie das Chaos nicht endgültig vernichten kann, aber dass das auch okay so ist. Sie hat es akzeptiert, sie hat es umarmt. Sie hat sogar das gemacht, was es wollte, eins werden. Aber wer dann die Überhand behält, da hat sich Chaos verrechnet. Mad-Eye hat das Ganze als neuen Urknall beschrieben, denn schließlich vereinigt sich jetzt alles, so wie im Urzustand, und wird dann wieder getrennt. Und dann ist die Galaxie neu entstanden, beziehungsweise wieder so geworden, wie sie war. Es war keine Kraft, die auf pure Zerstörung aus war, sondern auf Regeneration. Darin spiegeln sich natürlich auch Sailor Moons Werte wider. Aber gut, jetzt zu Sailor Cosmos. Die erklärt jetzt dem Sailor Quartett, das ja überlebt hat, was da gerade passiert ist und wer sie ist. Sie ist Sailor Moon aus einer weit entfernten Zukunft. Das erklärt auch, warum Chibi Chibi zuvor so viele Ähnlichkeiten zu Usagi hatte. Als sie zurückgereist ist, verlor sie Energie und auch ihre Erinnerungen verblassten. Ich dachte immer, sie wäre mit Absicht zu Chibi Chibi geworden, so als Tarnung, aber vielleicht lag es auch daran. In Cosmos Zukunft ist das Chaos so mächtig geworden, dass es sogar eine Sailor-Kriegerin geworden ist. Der Kampf ist fast unmöglich zu gewinnen und forderte viele Opfer. Wann genau Cosmos Zukunft ist und was in der Zwischenzeit alles passiert ist, wissen wir nicht. In den Filmen sieht es so aus, als würde Crystal Tokyo da noch bestehen, aber da kann trotzdem sehr viel Zeit vergangen sein von Chibiusas Zukunft aus. Heißt das jetzt, Sailor Moon wird doch nicht Königin und Chibiusa nicht ihre Nachfolgerin? Schließlich hat Neo Queen laut eigener Aussage keine Sailor-Kräfte mehr. Also ich finde nicht, dass das zwingend ein Widerspruch ist. Vielleicht ist ihre Zukunft so weit entfernt, dass Chibiusas Zeit quasi schon war und dass Usagi mehrmals wiedergeboren wurde. Dann könnte sie ja wieder Sailor-Kräfte haben. Aber wie gesagt, genau wissen wir es nicht. Manche glauben auch, sie kommt aus einer alternativen Zeitlinie, in der Sailor Moon verloren hat. Das denke ich nicht, denn Cosmos kannte ja genau den Kampf, den Usagi da geführt hat.
Und weil ihre Zukunft so schrecklich war und sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, ist sie in die Vergangenheit gereist, um Sailor Moon dazu zu bringen, den Cauldron mit dem Chaos drin zu zerstören. Sie hat es bereut, dass sie es damals nicht getan hat. Heißt, sie hat sich damals genauso entschieden. Aber durch Sailor Moons Worte hat sie erkannt, dass die Entscheidung gar nicht falsch war. Sie hat wieder neuen Mut geschöpft und möchte in ihrer Zukunft weiterkämpfen und nicht mehr weglaufen. Sie sagt auch quasi, dass die jetzige Sailor Moon stärker ist als sie, einfach weil sie dieses Mindset und diesen Mut hat. Cosmos hatte dieses Mindset irgendwann verloren, weil alles so schlimm war, aber es jetzt wiedergefunden. Gut, aber die Story ist ja noch nicht vorbei. Es gibt das glückliche Wiedersehen von Usagi und ihren Freunden im Cauldron. Und dann erscheint Guardian Cosmos. Und die wirft noch mehr Fragen auf als Sailor Cosmos. Wir wissen eigentlich nur, dass sie die Wächterin des Cosmos Crystals ist. Ansonsten kann ich hier eigentlich nur Mutmaßungen aufstellen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass Guardian Cosmos im Cauldron wohnt und alles irgendwie beschützt und verwaltet sozusagen. Ich bin auch nicht sicher, ob der Cosmos Crystal durch die Vereinigung aller Kristalle erst entsteht oder ob der grundsätzlich immer im Cauldron ist und einfach die Kräfte bündelt. Ich würde eher auf Letzteres tippen, also dass es so eine Art Starseed vom Cauldron ist. Jetzt fragt man sich natürlich, ist Guardian Cosmos der Power Guardian von Sailor Cosmos? Es würde ja vom Namen her passen und sie haben sogar die gleiche Stimme. Allerdings sehen sie nicht gleich aus, anders als die anderen Sailor Power Guardians, die wir gesehen haben. Und in dieser Zeit existiert Sailor Cosmos ja eigentlich noch gar nicht. Auch hier kann ich nur Theorien aufstellen. Vielleicht wird Sailor Moon als Sailor Cosmos ja irgendwann mal eine Art Repräsentantin der Sailor-Kriegerinnen und dann wird Guardian Cosmos als Wächterin des Cauldrons automatisch ihr Power Guardian? Oder es soll uns einfach zeigen, dass beide ähnlich sind und irgendwie die Seite des Kosmos repräsentieren. Manche vermuten auch, dass Sailor Cosmos eine Art Verschmelzung aller Sailor-Kriegerinnen ist. Ich glaube das zwar eher nicht, weil sie ja speziell Usagi als ihr früheres Ich bezeichnet, aber wer weiß, es wäre trotzdem möglich. Bestätigt ist das auf jeden Fall nicht. Guardian Cosmos spricht jetzt an, dass früher auch schon Queen Serenity hierher kam und eine kleine Sternenhülle dabei hatte. Beim Manga dachte ich immer, sie hätte Princess Serenities Kristall aus dem Cauldron geholt, also das wäre quasi die Geburt ihrer Tochter. Aber durch die Filme glaube ich, dass diese Szene nach dem Untergang des Mondkönigreichs spielt, also dass sie zum Cauldron geht, damit die tote Prinzessin wiedergeboren werden kann. Denn wir sehen passende Flashbacks und im Visualbook zu den Filmen stand auch, dass diese Sternenhülle dann als Usagi wiedergeboren wurde. Jetzt fragt Guardian Cosmos Usagi, ob sie ein komplett neues Leben möchte oder ob sie ihr altes weiterleben will. Sie entscheidet sich für Letzteres. Vielleicht soll das auch ein Kontrast zu früher sein, da Queen Serenity sich ja für ein neues Leben für die Prinzessin entschieden hatte. Außerdem passt es zu den Themen des Arcs, denn es hieß ja ständig von den Feinden, dass nur die Sailor Crystals und ihre Kräfte wichtig sind. Denn was kümmert einen schon ein Körper, wenn man unendlich wiederbelebt werden kann? Aber Usagi fand, dass die Körper und Erinnerungen und genau dieses Leben auch wichtig sind. Ja, und so kehrt sie auf die Erde zu ihrer Familie zurück und heiratet später Mamoru. Ich vermute mal, sie ist bei der Hochzeit schon ungefähr 22, denn wir wissen, dass sie in diesem Alter Königin wird und Chibiusa zur Welt bringt. Und wir sehen hier, dass ein Licht in sie hineinfliegt, woraufhin sie spürt, dass sie schwanger ist. Also ich schätze, das war der Sailor Crystal von Chibiusa, der da aus dem Cauldron kam. Warum sind die beiden allein in der Kirche? Vielleicht wollten sie nach der Zeremonie nochmal allein sein. Warum tragen alle anderen auch Hochzeitskleider? Wahrscheinlich einfach, weil sie Bock drauf hatten und weil wir als Zuschauer das sehen wollten. Ja, und mit dieser schönen Szene endet der Film und auch der Manga. Kommen wir jetzt noch zu meiner Interpretation. Ein bisschen bin ich auf die Botschaften des Stars Arcs ja schon eingegangen. Sailor-Kriegerinnen sind da, um die Galaxie zu beschützen und den Frieden zu sichern und nicht für Zerstörung und Kampf. Auch wenn sie jederzeit wiedergeboren werden können, ihr jetziges Leben ist ebenso wichtig. Und natürlich, Freundschaft, Zusammenhalt und Mitgefühl sind viel stärker als Hass. Denn womit hat Sailor Moon das Chaos geschwächt? Nicht mit ihrer krassen Zerstörungskraft, sondern indem sie sich auf das Chaos eingelassen hat und indem alle ihre Kräfte vereint haben. Und auch ein paar der anderen Feinde konnte sie ja überzeugen und auf ihre Seite ziehen. Schließlich sind alle von ihnen auch nur einsame Sterne. Aber jetzt kommen wir zur für mich stärksten Botschaft. Sailor Moon endet ja mit einem wunderschönen Happy End, aber trotzdem wissen wir, dass die Kämpfe nie aufhören werden und dass das Chaos wieder mächtiger werden wird. Sailor Cosmos Zukunft wurde ja nicht verhindert. Eigentlich echt schrecklich. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich auch ziemlich realistisch. Denn im echten Leben gibt es auch nicht den einen Punkt, ab dem alles gut ist und es nie wieder Probleme gibt.
Das Chaos und alles Schlechte gehört zum Leben dazu. Im Grunde genommen kämpfen wir selbst jeden Tag aufs Neue dagegen, wie Sailor-Kriegerinnen. Ohne Dunkelheit kann es auch kein Licht geben und ohne Trauer keine Freude. Wenn das Chaos weg wäre, würde es sogar gar kein Leben mehr geben, denn eigentlich kann Leben und Fortschritt nur durch den Kampf dieser beiden Kräfte existieren, weil es dadurch Bewegung im Universum gibt. Wenn alle Kräfte ausgeglichen sind, dann passiert halt auch nichts. Da könnte ich jetzt auch noch mit der Yin- und Yang-Lehre und sonst was ankommen, aber ich glaube, ihr habt es im Wesentlichen verstanden. Also Usagi weiß, dass ihr noch ein echt schlimmer Kampf bevorsteht und dass es immer so weitergehen wird. Aber sie bleibt trotzdem hoffnungsvoll. Denn die schönen Momente und bei ihren Freunden zu sein, sind das wert. Allein dafür lohnt es sich, am Leben zu sein. Sailor Cosmos hatte das vergessen, weil ihre Zukunft so schrecklich war. Lieber wollte sie, dass es irgendwann gar kein Leben mehr gibt, als dass die Kämpfe weitergehen. Man könnte das auf viele Sachen beziehen, zum Beispiel eine berühmte Person, die alles hinschmeißt, weil sie die Hater nicht mehr ertragen kann. Oder tatsächlich jemand, der keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Aber am Ende hat sie ja doch neuen Mut geschöpft. Ich finde jedenfalls, das ist eine sehr starke und erwachsene Botschaft. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt alles ein bisschen besser verstehen. Wie gesagt, war das jetzt mein persönliches Verständnis von diesem Arc. Bestimmt könnte man das ein oder andere auch ein bisschen anders interpretieren. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gern in die Kommentare. Also, Sailor Senshi des Alltags, lasst immer die Sterne in euren Herzen erstrahlen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.